und damit begrüße ich euch zu einem neuen Errungenschaftsvideo und heute geht es um das Spiel Sonic CD und ja, ich weiß, dass dieses Video nur denen helfen wird, die das Spiel vor Sommer 2022 gekauft haben. Warum ich das sage? Nun, mit dem Release von Sonic Origins hat Sega den Verkauf der einzelnen Spiele, die in Sonic Origins enthalten sind, eingestellt. Und ja, Sonic CD gehört auch dazu. Und klar kann man das nicht so gut finden, aber ich will hier jetzt keine Diskussion dazu abhalten. Das Spiel selbst verfügt über 12 Errungenschaften und im Vergleich zu Sonic the Hedgehog 4 Episode 1, was wir letztes Mal hatten, sind die meisten nicht so einfach zu holen. Aber das werdet ihr im Laufe des Videos sehen und damit würde ich sagen, legen wir los. Die Besonderheit von Sonic CD sind die Zeitsprünge, denn man kann in die Zukunft als auch in die Vergangenheit springen, indem man ein entsprechendes Schild berührt und für eine gewisse Zeit eine hohe Geschwindigkeit hält. Dies erkennt man an den Sternen, die hinter einem erscheinen. Wenn man das durchhält, kommt man in die entsprechende Zeit und erhält so die erste Errungenschaft, die nun wirklich geschenkt ist. Eins der Hauptziele in diesem Spiel ist es, dass man in die Vergangenheit reist und dort die einzelnen Robotertransporter zerstört. Ist dies Erfolg, dann erhält man eine gute Zukunft für das Level, was unter anderem dafür sorgt, dass in dem Act keine Roboter mehr existieren. Das gilt natürlich nur für Act 1 und 2, weil der dritte ist bekanntlich das Boss-Level. Eine Errungenschaft bekommt man, wenn man in einer Zone eine gute Zukunft erreicht hat. Und das müsst ihr in allen 7 Zonen machen. In den ersten 6 Zonen findet ihr neben den Robotertransportern auch Metal-Sonic-Hologramme und die müsst ihr ebenso zerstören. Zum Verständnis, da Metal-Sonic in der 6. Zone bekämpft und besiegt wird, machen die Hologramme in der finalen Zone Metallic Madness überhaupt gar keinen Sinn. Wenn ihr das schafft, bekommt ihr die Errungenschaft Retter des Planeten. Mir ist klar, dass es nicht einfach ist, in jedem Act einfach mal so in die Vergangenheit zu kommen. Und deshalb empfehle ich euch dazu, einfach mein Let's Play mit anzuschauen, wo ich die 100% abgeschlossen habe. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Bei Sonic Origins kann man mit dem Drop Dash entsprechend tricksen, aber da ich Sonic Origins bislang nicht gespielt habe, kann ich es euch nicht wirklich erklären, wie der Trick geht. Ich verlinke euch dazu einen Sonic CD Run in Sonic Origins, wo ihr diesen Trick sehen könnt. Wie bei allen Classic Sonic Spielen gibt es auch hier Chaos Emeralds. Wobei doch nicht ganz, die heißen hier Time Stones. Und diese zusammen bringt die Errungenschaft Schatzjäger ein. Zu den Time Stones muss ich aber auch eine sehr wichtige Sache ansprechen, die insbesondere die vorherige Errungenschaft Retter des Planeten betrifft. Und das werden die meisten mit Sicherheit nicht wissen. Sobald ihr alle 7 Time Stones gesammelt habt, sind alle Robotertransporter in den Acts danach bereits zerstört und man erhält automatisch eine gute Zukunft. Allerdings hat diese Sache einen gewaltigen Haken. In diesem Moment werdet ihr beim Final Boss, egal was ihr macht, eine schlechte Zukunft haben. Und die Erklärung dazu ist simpel. Das Spiel überprüft, ob ihr in jedem Act 1 und 2 die Robotertransporter selbst zerstört habt. Sprich, die zerstörten Robotertransporter durch das Einsammeln der 7 Time Stones werden nicht gewertet. Und das gilt auch für die Errungenschaft, da diese die Robotertransporter nur dann zerstört werdet, wenn Sonic diese selbst zerstört hat. Es gibt aber eine Möglichkeit, um beide Ziele in einem Run zu schaffen. Dazu müsst ihr den 7. Time Stone in Metallic Madness Act 2 holen, denn da habt ihr auch bereits alle Robotertransporter zerstört. Schaut euch dazu am besten einfach meinen Part 4 von Sonic CD an, weil da ist mir dies gelungen. Und mit dem Sieg über den Final Boss bekommt man gleich 2 Errungenschaften. Einmal geschafft, da man alle Level abgeschlossen hat, und einmal Alteisen, da wir den Final Boss besiegt haben. Die beiden sind nun mehr als geschenkt. Aber es gibt noch eine Errungenschaft, die geschenkt ist. Für die Errungenschaft Turteltäubchen müsst ihr euch einfach nur von Amy umarmen lassen. Das passiert beim Boss von Stardust Speedway so oder so. Aber ihr könnt euch die Umarmung auch schon im ersten Level holen, wenn ihr in der Gegenwart bleibt, da Amy auf euch am Ende des Levels wartet. Und bevor die Frage kommt, bei Collision Chaos Act 1 geht das nicht, weil Amy euch da nur hinterherläuft. Den Großteil der Errungenschaften haben wir somit schon abgearbeitet, aber ein Teil bleibt noch übrig. Die nächste Errungenschaft betrifft Collision Chaos Act 2. Für diese müssen wir das obere Ziel nehmen und das kann man nur erreichen, indem man am Ende des Levels die Wand sehr schnell runterrollt und durch den Sprung auf die obere Plattform kommt. Sie ist nicht schwer, aber man muss das Momentum nutzen, um das zu schaffen. Die nächste Errungenschaft betrifft Wacky Workbench Act 1. Dort gibt es eine Engelstatue, die wir finden müssen und wie schon im Let's Play angekündigt, erkläre ich euch hier, wie das möglich ist. Im ersten Schritt müssen wir in die Vergangenheit und dazu müssen wir das erste Path-Schild finden, welches sich auf dem unteren Weg in der Nähe des Anfangs befindet. Danach geht ihr nach oben und nutzt die Röhre, um so in die Vergangenheit zu kommen, was by the way immer klappt. Danach müsst ihr etwas weiter im Level voranschreiten, bis ihr wieder bei den Böden seid, die euch weiter nach oben bouncen. Ab hier müsst ihr über den oberen Weg zurückgehen Richtung Anfang, denn dort findet ihr am Ende unten die Engelstatue, die euch, wenn ihr sie berührt, Ringe gibt. Im Grunde ist die Errungenschaft wirklich einfach zu holen, man muss nur wissen, was man tun soll. Und jetzt wird es etwas hardcore, beziehungsweise sehr frustrierend wegen der Errungenschaft Heavy Metal. Und nein, es geht hier nicht um Musik, denn für diese muss man Metal Sonic in Stardust Speedway besiegen, ohne ein einziges Mal Schaden zu nehmen. Und das ist gar nicht mal so einfach, wenn auf der ganzen Strecke Stacheln aufgestellt sind, Metal Sonic euch angreift und dann noch ein Robotnik mit seinem Laser-Eggmobil euch auf Trab hält. Klar kann man mit dem Strike Dash einen sehr guten Start hinlegen, aber es kommt sehr darauf an, wann man den letzten Angriff von Metal Sonic im letzten Viertel triggert und insbesondere ob man dann vor oder hinter ihm ist, denn wenn man Pech hat, dann gewinnt Metal Sonic und ihr sterbt. Die nächste Errungenschaft könnt ihr euch auch im ersten Level holen, denn ihr müsst in einem Level 200
200 Ringe sammeln, was erstmal unmöglich klingt, aber dennoch möglich ist. Ihr müsst nur in die Vergangenheit reisen, den Robotertransporter zerstören und dann könnt ihr in aller Ruhe die Ringe einsammeln, ohne die Sorge haben zu müssen, von irgendwelchen Gegnern angegriffen zu werden. Ihr müsst nur aufpassen, bevor ihr den Robotertransporter am Ende des Levels erreicht, dass ihr bis dahin eure Ringe nicht verliert, weil ansonsten könnte es sehr schwierig werden. Und die letzte Aufgabe, der richtige Zeitpunkt, erwartet von euch, dass ihr es schafft, im gegen die Zeitmodus mit den Bestzeiten in jedem Level auf maximal 25 Minuten zu kommen. Dabei ist es entscheidend, viel mit dem Strike und Spin Dash zu arbeiten, um dadurch auch sehr gute Zeiten hinzulegen. Dass das bei Zonen wie Tide Tempest oder auch bei den Bossen nicht immer klappt, ist verständlich, aber man muss versuchen, es mit anderen Leveln auszugleichen. Bei meinen Aufnahmen habe ich sogar geschafft, die 25 Minuten zu unterschreiten, ohne überhaupt eine Bestzeit bei Metallic Madness Act 2 zu haben. Falls ihr ähnliche krasse Statistiken oder noch bessere habt, dann schickt mir gerne mal einen Screenshot oder einen Link zu dem Video, wo ich sehen kann. Wäre durchaus interessant zu sehen, wie man noch schneller das Ziel in bestimmten Leveln erreichen kann. Und das waren alle Errungenschaften zu Sonic CD. Ich hoffe, ich konnte einigen von euch weiterhelfen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was eure Meinung zu den Errungenschaften ist und mit welcher ihr bei diesem Spiel die meisten Probleme hattet. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao! Slide your heart